Willkommen am Airport Windhoek. Mit Zwischenstopp in Addis Abeba und einem leckeren Ingwertee genieße ich Afrika über den Wolken. Nach Entgegennahme meines Mietwagens mache ich mich auf den Weg zu meiner ersten Unterkunft. Das Omathusu Camp liegt rund 100 Kilometer nördlich von Windhoek, nicht weit hinter Okahandja. Das Gate befindet sich direkt an der B1. Das Camp erreiche ich in nur wenig mehr als 5 Minuten später über eine kleine Sandpiste. Es ist spät geworden heute und dunkel, zudem bin ich sehr müde. Deshalb zeige ich euch alles weitere morgen. Guten Morgen aus dem Omathusu Safaris Camp und Campsite. Heute ist Dienstag, der 7. November und ich zeige euch jetzt erstmal mein Zelt hier mit der Nummer 1. Zu diesem Zelt gehört diese kleine nette Terrasse. Es gibt ein großes Doppelbett, 2 kleine Nachttische und einen Schrank. In der Ecke eine kleine Sitzecke, 2 Stühle, ein Tisch. Dort hinten eine Ablagemöglichkeit für den Koffer und unten rechts seht ihr schon Stromanschlüsse, eine Klimaanlage und hinter der Tür befindet sich das Badezimmer. Da haben wir rechts um die Ecke ein WC, hier ein Waschbecken und links um die Ecke befindet sich die Dusche. Ja, so sieht das hier aus in meinem Zelt im Omathusu Rest Camp. Und jetzt zeige ich euch noch den Speisebereich und die Bar. Hier auf diesem Weg erreicht man links die Rezeption und dort vorne, wo meine Kamera jetzt hin zeigt, ist der Speisebereich und die Bar. Da gehen wir jetzt mal hin. Hier links seht ihr die Bar. Hier im Camp und auch in meinem Zelt gibt es einen guten Wi-Fi-Empfang. Und hier ist der Speisebereich. Auf dieser Seite eine große, gemütliche Sitzecke. Ja, und dann hier draußen wieder, direkt neben dem Speisebereich, gibt es einen riesigen Kaktus und auch eine kleine Sitzecke, eine Feuerstelle. Ja, ich muss sagen, es ist sehr schön hier. Mir gefällt es sehr gut als Start für meine diesjährige Namibia-Reise. Von Windhoek bis hier sind es etwas mehr als 100 Kilometer und man kann circa 1 Stunde 15 Minuten einplanen und schon ist man hier. Guten Morgen! Heute ist Mittwoch, der 8. November und ich verlasse jetzt das schöne Omathusu Camp. Ich hatte eine schöne Zeit hier, einen tollen Start in meinen Urlaub. Meine Einkäufe sind getätigt, der Kühlschrank ist voll. Mein Campingabenteuer kann beginnen. Ich habe vor, nicht die direkte Strecke zu fahren, wie ich das so oft ja mache, sondern ein paar Nebenstraßen auszuprobieren, ein paar D-Straßen. Zunächst fahre ich Richtung Otjiwarongo, werde dann über Kalkfeld und Fransfontein und dann schließlich über Kamanyap zur Hoada Campsite fahren. Insgesamt ca. 480 Kilometer
Und ich hoffe, es ist jetzt ziemlich genau 9 Uhr und ich hoffe, dass ich ja zwischen 17 und 18 Uhr dort ankomme. Ich fahre ab jetzt nur noch hier auf Gravel Roads, auf Schotter- und Sandpisten. Deswegen werde ich jetzt den Reifendruck auf 2,0 Bar pro Reifen herunterlassen. Mit diesem kleinen Wunderteil hier. Das dient einerseits dazu, den aktuellen Druck anzeigen zu lassen. Der liegt hier jetzt bei 3 Bar. Und mit diesem kleinen Pin hier kann ich ganz einfach Druck von den Reifen herunterlassen. Total süß. Ich glaube, ich habe noch nicht so oft ein Eseljunges gesehen. Ungefähr eine Stunde vor dem Ziel habe ich mich entschieden, einen kleinen Stopp zu machen. Ich habe so dermaßen Hunger. Ich mache mir jetzt erstmal ein schönes Brot mit ein bisschen Käse, ein bisschen Tomate und dann geht's auf die letzten Kilometer für heute. Hi! Alles mooi? Alright, alles Okay. gut. Ja, dat is alright. Just make a short rest. Thank you. Enjoy. Thank you. Super. Genau so einen Baum habe ich gesucht, der so steht, dass er Schatten wirft. Genug Schatten, dass ich mit dem Auto drunter fahren kann und hier ein bisschen im Schatten mein Essen genießen kann, weil es sind jetzt, da es 17 Uhr ist ungefähr, immer noch wahnsinnige 38 Grad im Schatten. Irre. So sieht das Ganze dann aus. Mehr brauche ich gerade nicht, um glücklich zu sein. Ein paar weniger Fliegen wären nicht schlecht, aber das kenne ich ja schon. Wahnsinn. Ich gehe lieber rein.
Willkommen auf der Hoada Campsite. Ich weiß nicht, ob es so richtig ist, aber ich lasse es jetzt so. Ja, viel mehr ist es nicht. Jetzt muss ich oben noch die Matratze beziehen mit dem Bettlaken, das ist von Savannah. Dann meinen Schlafsack und das Kissen hochbringen und dann bin ich soweit. Bevor ich die Dusche nehme, zeige ich euch wie versprochen noch die Campsite und dann mache ich vielleicht noch ein Lagerfeuer, ich weiß es nicht. Ich versuche es mal und dann ist Schluss für heute. Aber jetzt Campsite-Tour. An dem überdachten Bereich befinden sich eine Feuerstelle hier unten, eine zweite Feuerstelle hier und hier ein Spülenbereich, fließendes Wasser. Dort befindet sich eine Mülltonne, hier nochmal ein Waschbecken und hier unter freiem Himmel in den Felsen eine Dusche. Zwischen den Felsen mit Toilettenpapier ein WC. Ich war immer noch nicht duschen, aber jetzt kommt eine Premiere und ich bin ganz gespannt, ob ich mit diesem Feuerstahl, den mir mein lieber Kollege Stubenkamerad Peter geschenkt hat, ob ich mit dem jetzt hier das Feuer ankriege und damit gegenüber dir, Steini, die Challenge ausgleiche. Mal gucken. Premiere. Super. Und ich würde sagen, läuft, brennt. Jetzt wünsche ich mir eine schöne Dusche und danach schauen wir mal, was der Abend noch bringt. Ich sage erstmal Tschüss für heute. Guten Morgen hier von der wunderschönen Hoada Campsite in Namibia. Heute ist Donnerstag, der 9. November. Ich weiß noch gar nicht, wie spät es ist, habe noch nicht auf die Uhr geschaut. Aber ich versuche jetzt mal auf der von gestern verbliebenen Glut mir 2 Toastscheiben ein bisschen zu toasten. Zuvor werde ich mir einen schönen Kaffee zubereiten, einen Instant-Kaffee, denn nirgendwo schmeckt Instant-Kaffee so gut wie in Afrika und dann noch dazu beim Campen, besser geht's nicht. Großartig. So kann der Tag beginnen. Ja, ich würde sagen, das sieht doch ganz gut aus. Es ist so knallig heiß hier schon wieder. Unglaublich. Nach dem Frühstück zeige und erkläre ich die Ausstattung meines Campers. Entweder sein Wasserkocher. Wenn euch das interessiert, könnt ihr euch hier ein etwas ausführlicheres Video dazu anschauen. Mein Campervan. Lustige Kopfbedeckung, aber hier sind so viele kleine, nervige, lästige Fliegen. Ich gehe jetzt mal zum Hauptgebäude des Camps, zur Rezeption quasi. Denn dort kann man seine Geräte laden. Und dann werde ich auch mir mal den Pool anschauen und euch natürlich zeigen. Das ist ja wirklich schön. Dort hinten kann man sich hinsetzen und die Aussicht genießen, das mache ich auch gleich. Na, das ist doch super, das sieht doch total nett aus. Schatten und kühles Wasser. Ich glaube, das werde ich mir jetzt mal geben.
Jo, ich werde mir jetzt mal langsam mein Essen vorbereiten. Heute gibt es Nudeln. Ich mache mir dazu eine Tomatensauce. Dazu schneide ich mir 3 Zwiebeln klein, eine Paprika, eine Tomate, würze das ein bisschen und dann hoffe ich, dass es mir nachher schmeckt. Das sieht sehr lecker aus und das duftet auch gut. Und mein Nudelwasser kocht auch. So, schaut mal, so sieht meine fertige Soße aus. Die Nudeln habe ich eben schon abgegossen und nach hinten gebracht. Oh, ich habe auch richtig Hunger. So Lena, wenn du jetzt hier wärst, ich glaube, das reicht für uns beide. Wird nicht so gut schmecken wie deins, aber ich denke, ich werde satt. Nachdem ich mich gestärkt und ein bisschen ausgeruht habe, nehme ich euch jetzt mit noch einmal hinauf zu der Sonnenterrasse, wo ich vorhin schon war, wo der Swimmingpool ist. Und ich freue mich auf einen super schönen Sonnenuntergang. Aber jetzt genug geredet, seht am besten selbst. Hi Mevolin, how are you? I'm good, and you? Thank you. May I have a cold Fanta orange, please? Thank you. Fantastisch hier. Guten Morgen von der Huada Campsite. Heute ist Freitag, der 10. November. Es ist relativ bewölkt, total schöne Luft, schöne Farben. Und ich werde jetzt diese Campsite verlassen. Klappe als erstes mal mein Zelt zusammen. Und so wie ich das erledigt habe, mache ich mir einen schönen Kaffee. Hock mich da hinten hin und dann schaue ich mal, wie ich heute genau weiterfahren werde. Das weiß ich nämlich gar noch nicht so genau. Also die Huada Campsite befindet sich hier. Und ich werde zunächst nach Kamanyap fahren, dann fahre ich hier diese C35 bis zu diesem Abzweig, werde dann links abbiegen und diese 4x4 Road wählen, um dann wieder bis hier hoch nach Opuwo zu kommen. Ich glaube, diese Giraffe dort hinter mir, die sollte nicht außerhalb des Zaunes sein, die scheint darüber gesprungen zu sein. Und jetzt ist sie hier an der C40 und geht bzw. rennt wahrscheinlich immer, wenn Autos kommen, direkt neben der Straße her. So, ich habe jetzt
Kamanyap verlassen, befinde mich auf der C35 Richtung Norden, Richtung Ruacana und werde hier jetzt gute 90 Kilometer auf dieser asphaltierten Straße fahren und dann werde ich abbiegen und wieder ein bisschen auf ruppigeren Pisten unterwegs sein. Hier gerade auf die D3709 abgebogen und fahre jetzt auf die kleine Siedlung Otjondeka zu. An der kleinen Siedlung Otjondeka verlasse ich die D3709 und biege auf eine Zweispurenpiste ab. Es folgen 38 Kilometer durch Buschland, in dem ich die Atmosphäre genieße, wo ich aber im Schnitt auch nur 15 bis 20 km/h schnell sein kann. Ihr seht es hier, die Piste ist sehr uneben, mal sehr steinig, mal eher sandig, aber es ruckelt schon ziemlich stark. Und deshalb, einen Lunchbreak eingerechnet, benötige ich runde 2,5 Stunden, bis ich den Abzweig auf die D3710 erreichen werde. Ich habe jetzt hier einfach mal angehalten, mitten in der Savanne, in der Wildnis. Aber ich habe so einen Hunger und deswegen mache ich mir jetzt einfach mal ein Brot. So sieht das jetzt aus hier. Das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Und ich habe echt Hunger. Was für ein großartiges Stückchen Natur hier. Fantastisch. Ist mir scheißegal, ob ich heute im Dunkeln ankomme. Ich werde das jetzt hier genießen. Und wenn ich fertig bin, fahre ich weiter. Ich bin jetzt auf der D3710 angekommen. Die ist auf meiner Papierkarte immer noch als Four-Wheel-Drive-Track ausgezeichnet, aber die ist auf jeden Fall jetzt hier eine für mich ganz normale D-Straße. Ja, das war ein abenteuerliches Stück eben, aber
aber auch großartig. Also wenn man diese Strecken dann kennengelernt hat und sie vielleicht nochmal fährt, das besser einschätzen kann. Super, super. Genug Zeit mitbringen, 15 Kilometer pro Stunde. Mehr schafft man dort nicht auf der Passage. Aber jetzt geht es gut voran. Aber ich muss auch noch 70 Kilometer und es ist jetzt schon 17:20 Uhr. Wenn alles gut läuft, bin ich um 18:30 Uhr in der Kaopo Mopane Lodge and Campsite. Aber dafür muss ich jetzt auch so im Schnitt 60, 70 fahren. Ich schaue mal. Und diese Straße, die D3710, die mich nach Opuwo führen wird, diese rund 65 Kilometer bis zur Kreuzung auf die C41, bietet immer wieder atemberaubende landschaftliche Panoramen. Ich fahre da gerade in einen mächtigen Sandsturm rein. Jedenfalls vor mir ist plötzlich alles grau. Schaut mal.